Guten Morgen, Brüder. Mein Name ist Father Bernhard. Entschuldigen Sie bitte, aber ich kann nicht auf Deutsch sprechen. Ich kann nur ein bisschen verstehen. Ich kann auf 10 Gespräche sagen, ich habe Hunger und wo ist die Toilette? I want to thank Jan Philip for translating. I am sorry that he doesn't work for Lufthansa anymore because I came on Lufthansa last night. And you have a complaint. Sie haben eine Beschwerde geschrieben. But they don't give you any room for big people. Yeah. Dear brothers, we live in a time that really is very exciting. Brüder, wir leben in einer Zeit, die wirklich sehr aufregend ist. The world is all upside down. Die Welt ist upside down, oben nach unten. It's looking for answers. Sie fragt nach Antworten. Longing for insight into the problems. Sie hat Sehnsucht nach Einsichten in die Probleme. And unfortunately, finding none. Aber unglücklicherweise findet sie keine. I have the privilege of traveling around the world. Ich habe das Privileg, um die Welt reisen zu können. I give many retreats to priests and religious. Ich gebe viele Exerzitien für Priester und Schwestern und Mönche. I was recently in Korea. Kürzlich war ich in Korea. I will soon be in Naples. Ich werde bald in Neapel sein. I will be returning to the States for a while. Dann werde ich ein bisschen in den Vereinigten Staaten sein. I've been invited to speak in Japan and Mongolia. Und ich soll auch in Japan und Mongolien, in der Mongolei sprechen. And in all of these places there are similar challenges. Und in all diesen Orten sind die Herausforderungen ähnlich. The church finds itself under attack. Die Kirche wird angegriffen. Fewer people are going to church. Weniger Menschen gehen in die Kirche. Vocations, there are none. Berufungen gibt es kaum. Many are becoming somewhat despairing in what the future holds for the church. Viele sind in Versuchung, zu verzweifeln, was die Kirche angeht. These are exciting times. Dies sind also wirklich aufregende Zeiten. This is nothing new in the church. Aber das ist nichts Neues für die Kirche. Every 500 years, alle 500 Jahre, the church has experienced challenges. Alle 500 Jahre gab es solche Herausforderungen. In the year 500, the Roman Empire collapsed. The barbarians came from the north. Ungefähr im Jahr 500 brach das römische Imperium zusammen und die Barbaren, wir also, kamen vom Norden. In the year 1000, there was the split in the church from the east and the west. Ungefähr um das Jahr 1000 kam das Schisma zwischen Ost und West. In the 1500s, there was a disintegration of the church into many different sects. Ungefähr um das Jahr 1500 kam das Auseinanderbrechen der Kirche in unzählige Sekten. And now it's our turn in 2000. Und jetzt in 2000 ungefähr sind wir dran. In each of these ages, God has raised up saints. In all diesen Zeiten hat Gott Heilige erstehen lassen. Men and women who have been challenged to live the gospel in truth. Männer und Frauen, die die Herausforderung, das Evangelium zu leben, angenommen haben. In the 500s, you had St. Gregory the Great and St. Benedict of Nursia. In den 500ern hatte man St. Gregor und den heiligen Benedikt. In the thousands, you had Bernard of Clairvaux, Francis and Dominic. Ungefähr um das Jahr 1000 plus minus hatte man den heiligen Dominikus oder Franziskus. In the 1500s, you had St. Ignatius of Loyola, Teresa of Avila, Philip Neri and many more. Und im 16. Jahrhundert hatte man den heiligen Ignatius, Teresa von Avila, Philipp Neri und viele andere. And today, John Paul II, Teresa of Calcutta,
and you and I. Und heute Johannes Paul II., Teresa von Kalkutta, ihr und ich. We need to acknowledge that we no longer live in an age of Christendom. Wir müssen verstehen, dass wir nicht mehr in der Zeit der Christenheit leben. We live in a society that does not uphold our Christian values. Wir leben in einer Zeit und einer Gesellschaft, die nicht die christlichen Werte hochhält. In many respects, family life is not upheld as a good. In vielen Fällen ist das Familienleben kein Gut, was hochgehalten wird. Two summers ago in the United States, we had the uprising of Black Lives Matter. Vor 2 Jahren im Sommer hatten wir in den USA die Black Lives Matter Bewegung. And in their masthead, they actually said we must destroy the nuclear family. Und in ihren zentralen Glaubensaussagen sagen sie, wir müssen die Kernfamilie zerstören. Because they said this is what continues prejudice from age to age. Denn diese Kernfamilie ist es, die die Vorurteile von Generation zu Generation am Leben erhält. We need to obliterate the past. Wir müssen die Vergangenheit zerstören, so that we can start again. Sodass wir neu anfangen können. No traditional values. Keine traditionellen Werte. We see in our own age the confusion relative to gender and life issues and understanding of who am I? Wir sehen die Verwirrung in der heutigen Zeit besonders klar in den Genderfragen, in der Sexualität oder auch in der einfachen Frage, wer bin ich? These are exciting times. Dies sind aufregende Zeiten. Because, dear brothers, now you and I have an opportunity to make a difference. Weil ihr jetzt, liebe Brüder und ich, eine Möglichkeit haben, einen wirklichen Unterschied zu machen. That passage from 1 Peter chapter 5, which is the theme of today's conference. Das Thema der heutigen Konferenz aus dem Petrusbrief. St. Peter was writing to a church that was experiencing challenges, difficulties. Petrus schrieb an eine Kirche, die auch Schwierigkeiten und Herausforderungen zu bestehen hatte. He was calling the early church to hold fast in faith to the truths given to us by the Lord. Er rief die Kirche dazu auf, festzuhalten an der Wahrheit und der Tradition. And these truths are essential today as well. Diese Wahrheiten und Traditionen sind heute auch wichtig. The recent Holy Fathers have called for a new evangelization. Die letzten heiligen Väter haben zu einer neuen Evangelisierung aufgerufen. What does this really mean? Was heißt das wirklich? Evangelization, we know, speaks of bringing the gospel to others. Evangelisierung bedeutet, das Evangelium zu anderen zu bringen. But what is the new evangelization? Aber was ist die neue Evangelisierung? I would suggest to us, dear brothers, that the new evangelization is that we need to come to a new way of thinking. Ich würde vorschlagen, als Antwort auf die Frage zu geben, Freunde, Brüder, wir müssen eine neue Art des Denkens lernen. We need to recognize there's a problem in the world. Wir müssen einsehen, dass es ein Problem in der Welt gibt. And that we cannot presume upon the support of many others. Und dass wir nicht davon ausgehen können, dass andere uns helfen werden. But by God's grace, we can make a difference. Aber durch Gottes Gnade werden wir einen Unterschied machen können. This means a change of heart, a renewal of mind. Das bedeutet eine Veränderung im Herzen und eine Erneuerung des Denkens. Perhaps I can share my own story. Vielleicht kann ich euch von meiner eigenen Geschichte erzählen. I grew up in a very Irish Catholic family. Ich stamme aus einer irisch-katholischen Familie. Faith was very important. Der Glaube war sehr wichtig. We went to church on Sundays. Wir gingen sonntags in die Kirche. I went to Catholic schools. Ich ging zur katholischen Schule. And when I was 13 years of age, und als ich 13 Jahre alt war, I was sent off to a very prestigious Catholic boarding school. Und mit 13 Jahren wurde ich an ein sehr angesehenes katholisches Internat geschickt. It was run by English Benedictines. Es wurde von englischen Benediktinern betrieben. Very proper.
sehr populär. They all talk like this. Pop, pop, pop. Very posh. Very proper. When I graduated from that high school, Als ich dort fertig wurde, graduierte, there were two things that I had no love for. da gab es zwei Dinge, für die ich überhaupt keine Liebe hatte. Money Geld, and religion. Religion. Oh, I went to church on Sunday, Ich ging natürlich sonntags in die Kirche, but don't ask me what I did the rest of the week. aber fragt mich nicht, was ich den Rest der Woche machte. And I decided to take a year off. Und dann entschloss ich mich, ein Jahr freizunehmen. Actually, I wanted to take life off, Eigentlich wollte ich das ganze Leben freinehmen, but my parents only agreed to 1 year. aber meine Eltern genehmigten mir erstmal nur ein Jahr. I went and volunteered in the mountains of Appalachia. Ich machte Freiwilligenarbeit in den Bergen der Appalachen. It's a mountain range on the eastern seaboard of the United States. Das ist eine Bergkette an der Ostküste der Vereinigten Staaten. People there are very, very poor. Die Menschen dort sind zum Teil sehr arm. I was asked to build a porch for a man's home. Ich wurde gebeten, eine Veranda zu bauen für das Haus eines alten Mannes. I traveled 8 miles up into the mountains Ich musste ungefähr 15 Kilometer die Berge hochreisen, to find a house that had no electricity, no running water, and you could look into the house without looking through an open door or window because the cracks were this big. und ich fand dort ein Haus ohne Elektrizität, ohne fließendes Wasser und mit so großen Spalten in den Wänden, dass man einfach hineinschauen konnte. He would go out behind the house to do his business, if you know what I mean. Als Toilette diente der Hintergarten. He wanted a porch. Er wollte eine Veranda. He needed a house. Er brauchte aber eigentlich ein Haus. I began building the porch, Ich habe ihm die Veranda and angefangen I zu was bauen getting very frustrated. und ich wurde sehr frustriert. I think this is stupid. Ich dachte, das ist doch völlig schwachsinnig. I'm building a porch. Ich baue eine Veranda. He needs a house. Er braucht aber ein Haus. I'm getting frustrated. Ich werde frustriert. And you know what is the worst when you're really frustrated? Und wisst ihr, was das Schlimmste ist, wenn man wirklich frustriert ist? You're with someone who's happy. Dann ist das Schlimmste ist, wenn man dann mit jemandem zusammen ist, der glücklich ist. This man whose house I was building a porch was happy. Der Mann, für den ich die Veranda baute, war glücklich. He kept smiling at me. Er lächelte mich die ganze Zeit an. He had no teeth. Er hatte gar keine Zähne. Here I am building a porch for a man who needs a house. Hier baue ich also eine Veranda für einen Mann, der ein Haus braucht. I'm miserable, he's happy. Mir geht's schlecht, ihm geht's super. I have my teeth, he has no teeth. Ich habe meine Zähne, er hat keine Zähne. And so in my 17-year-old arrogance, Und in meiner 17-jährigen Arroganz I looked at this man and I said to him, schaute ich ihn an und sagte zu ihm, "Why are you so happy?" warum bist du so glücklich? Without a moment's hesitation, Ohne einen Moment zu zögern, he looked at me and said, schaute er mich an und sagte, "I know Jesus." ich kenne Jesus. I thought to myself, I know Jesus. Dann dachte ich mir, ich kenne Jesus doch auch. So I said to him, I know Jesus. Also sage ich ihm, ich kenne Jesus auch. He looked at me and says, no, Er schaut mich an und sagt, nein, you know about him, du weißt über ihn, but you don't know him. aber ich weiß ihn. Because if you really knew him, Denn wenn du ihn You'd wirklich be kennen happy würdest, too. wärest du auch glücklich. that night, I probably prayed for the first time in my life. An dem Abend betete ich plötzlich wahrscheinlich zum ersten Mal in meinem Leben. And I knew in my heart that I had a Father in heaven who loved me. Und ich wusste in meinem Herzen, dass es im Himmel einen Vater gab, der mich liebte.
This is the difference. Das ist der Unterschied. Dear brothers, so many of our fellow brothers and sisters in the church know all about God. Liebe Brüder, zu viele in unserer Kirche wissen über Jesus. But do we really know him? Aber die wenigsten Have we kennen really ihn. experienced him? Haben wir ihn wirklich erfahren? Have we allowed the Holy Spirit to come upon us like the early church? Haben wir dem Heiligen Geist erlaubt, auf uns niederzukommen wie die in der ersten frühen Kirche? Many people look at the situation of the church today and are despairing. Viele Menschen schauen sich die Situation der Kirche an und verzweifeln. No vocations, Keine Berufungen. people leaving, Leute laufen weg. marriages falling apart, Ehen zerbrechen. questioning the Pope, Fragen und Zweifel am Papst. wondering what the bishops and priests are doing, Fragen, was die Bischöfe und die Priester eigentlich machen. finding their hearts troubled. Unsere Herzen unruhig. Well, dear brothers and sisters, dear brothers, if the early church looked at its situation, it would look pretty dim. Hätte die frühe Kirche sich um sich selber gekümmert und ihre Situation betrachtet, wäre die wahrscheinlich auch nicht so gut ausgesehen. What did they have? Was hatten sie? 11 bishops? 11 bishops, 11 Bischöfe, who were also 11 priests, die auch gleichzeitig 11 Priester waren. maybe a few hundred followers. Vielleicht ein paar hundert Interessenten und Jünger. There were no trained theologians, Keiner hatte Theologie studiert. no religious orders, Keine waren religiös ausgebildet. no seminarians. Keine Seminare. There was only one country that had any Christians in it, Es gab nur ein Land mit Christen drin. and yet they heard the voice of the Lord to go and make disciples. Und doch hörten sie die Stimme des Herrn, der sagte, macht Jünger aus allen Menschen. And from those 11 men, today over 1/4 of the world follows in our Catholic tradition. Und aus diesen 11 Menschen ist nun eine Kirche geworden, die ungefähr 25% der Weltbevölkerung umfasst. And if we include our other Christian brothers and sisters, almost half. Und wenn wir unsere anderen christlichen Geschwister einbeziehen, fast 50% der Bevölkerung. The challenge for us is to live our faith with faith. Die Herausforderung für uns ist, unseren Glauben mit Glauben zu leben. Yes, we need to acknowledge the difficulties in which we live, Ja, wir müssen die Schwierigkeiten, in denen wir leben, durchaus wahrnehmen. but we need to be aware of the grace that God has given to us. Aber wir müssen eben auch uns bewusst werden der Gnade, die Gott uns gegeben We hat. have so much grace, Wir haben so viel Gnade, so many gifts given to us by God. so viele Geschenke, die Gott uns gegeben hat. The challenge, Die Herausforderung, we don't use them. wir benutzen sie nicht. I want to explain to you what I mean. Ich will euch kurz erklären, was ich damit meine. If you think of a gift, what is a gift? Wenn du an ein Geschenk denkst, was ist ein Geschenk? A gift has a giver, someone who gives me something. Zunächst hat es einen Geber. I didn't earn it. Ich habe es nicht verdient. It's not a paycheck. Es ist kein Gehaltscheck. It's not even an allowance. Es ist auch noch nicht mal ein It's something freely given. Es ist etwas, was einem umsonst gegeben wird. And it needs to be, for it to be a gift, received. Und damit es ein Geschenk wird, muss es auch angenommen werden. A gift has a giver and a receiver. Ein Geschenk hat also einen Geber und einen Nehmer. If I give you this gift, Wenn ich dir dieses Geschenk gebe, it's beautifully wrapped. es ist wunderbar verpackt. Now you have it, Nun hast du es, but you never open it. aber du packst es nie aus. Will it do you any good? Wird es dir irgendetwas nützen? No. Nein. We need to use the gifts that God has given to us. Wir müssen die Geschenke benutzen, die Gott uns We gegeben need to hat. become aware of the many ways that God has blessed us. Wir müssen uns bewusst werden der vielen Wege, auf denen Gott uns We gesegnet need hat. to choose
to follow in the ways that God has set before us. Wir müssen auswählen, bewusst die Wege zu gehen, die Gott für uns vorbereitet hat. And if we do, Und wenn wir das tun, it will change us. dann wird es uns verändern. Grace is a gift Gnade ist ein Geschenk given to us by God von Gott, that when it is received and used, dass dadurch, dass es angenommen und benutzt wird, will change my life. unser Leben, mein Leben verändern wird. How often do we come to Mass Wie oft kommen wir zur Messe and receive Jesus himself, und empfangen Jesus selber, the second person of the Blessed Trinity, die zweite Person der göttlichen Dreifaltigkeit. God humbly present to us under a little piece of bread, Gott demütig zu uns kommend als in der Gestalt eines kleinen Stück Brotes, that we are invited to consume. dass wir eingeladen sind anzunehmen, zu konsumieren. The gift is ours. Das Geschenk ist unseres. Will we use it? Werden wir es benutzen? We need to recognize, dear brothers, that all of us have gifts given to us by God. Wir müssen verstehen, liebe Brüder, dass jeder von uns solche Geschenke hat, die Gott uns gegeben hat. We need to learn how to make use of them. Wir müssen lernen, wie wir sie benutzen. Not all of us are called to be evangelists. Nicht alle von uns haben die gleiche Berufung, zum Beispiel als Evangelist. Not all of us need to travel the world and speak to others. Nicht alle müssen durch die Welt reisen und zu anderen sprechen. But we need to discover, what is my gift? Aber wir müssen herausfinden, was ist das Geschenk, was ich What is the grace that God has given to me? was ist die Gnade, die Gott mir gegeben hat. And choose to use it. Und auswählen und uns entscheiden, es zu benutzen. A day like today is an opportunity for brothers coming together Ein Tag wie heute ist eine Gelegenheit für Brüder zusammenzukommen, to encourage one another, um einander zu ermutigen, to challenge one another, um einander herauszufordern, to uplift one another, um einander aufzuheben, but also to promise to be a support to one another. aber auch um uns einander zu versprechen, eine Unterstützung zu sein. Let this not be just a good day of fellowship, Lass dies nicht nur einen guten Tag der Freundschaft sein, but let this be a day where we commit ourselves to living the grace, aber lass es ein Tag sein, wo wir uns entscheiden, die Gnade zu leben, living the gift, das Geschenk zu leben, living the truth, die Wahrheit zu leben, that we are loved by God. dass wir von Gott geliebt sind. If we live this love in joy, Wenn wir diese Liebe in Freude leben, the world will experience the power of God once again. dann wird die Welt die Macht Gottes erneut erleben. Keep your eyes fixed on Jesus Haltet eure Augen auf Jesus gerichtet and watch the world come alive. und schaut, wie die Welt zum Leben stehen wird. God bless you.